Amen. Okay, we will have worship together tonight. Wir werden Abendandacht haben heute Nacht And then on Thursday night. und auch an Donnerstagabend. Tomorrow night we have prayer meeting. Morgen Abend haben wir Gebetsabend, Where Dahlia will be doing prayer meeting. wo Dahlia machen wird. So, there's no way we're gonna finish the subject I want to address in these 2 evening worships. Also es gibt keine Möglichkeit, dass wir das ganze Thema machen können, weil wir einfach keine Zeit haben. But we're gonna speak a bit about my favorite subject. Aber wir werden ein bisschen über mein Lieblingsthema sprechen. Who knows what my favorite subject is? Wer weiß, was mein Lieblingsthema ist? A.T. Jones. Huh? It's a prophetic subject. A.T. Jones. The Americans should know. Close. Almost. Belongs to the same subject. The glorious land. I want to look at the glorious land with you. Also es ist das herrliche Land. And who is the pioneer who writes a lot about the glorious land? Und wer ist der Pionier, der viel über das herrliche Land schreibt? A.T. Jones. A.T. Jones. He's my most favorite author. Er ist mein fast Lieblingsautor. Okay, so we want to speak about the glorious land a bit. Also wir möchten ein bisschen über das herrliche Land And sprechen. before we talk about the United States, Und bevor wir über die Vereinigten Staaten reden, we'll look at the first glorious land. werde ich aufs erste herrliche Land schauen. What is the first glorious land on this earth? Was ist das erste herrliche Land auf dieser Erde? Israel. Israel. So let's read Genesis 15. Also Let's lasst turn uns to our Bibles. 1. Mose 15 lesen. Genesis 15, verses 13 to 16. 1. Mose 15, 13 bis 16. So Ellen, we will start with you and then we'll go around. Genesis 15, verses 13 to 16. 1. Mose 15, 13 bis 16. 16. You want me to read all of those? Yes, please. Okay. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. And thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. So who is speaking with whom in this passage? Also wer spricht jetzt mit wem in dieser Passage? So Ellen. God speaking to Abram. So God and Abram have a conversation. Also Gott und Abraham führen eine Konversation. And God gives here a prophecy to Abram. Und Gott gibt eine Prophezeiung zu Abraham. And what is this prophecy about? Und um was geht es in dieser Prophezeiung? Anyone? Captivity? Es geht um Gefangenschaft. Is it really only about captivity? Ist es wirklich nur um Gefangenschaft? Have prosperity after that. Okay, so afterwards when they come out, they have prosperity. Also wenn sie nachher rauskommen, dann haben sie Prosperity. Wohlstand. Haben sie Wohlstand? I just want to maybe point out that they're a stranger in a land. Also ich möchte auch hervorbringen, dass sie ein Fremder sind in diesem Land. When you're a stranger, are you a captive? Wenn du ein Fremder bist, bist du dann ein Gefangener? No. It could be, could not be. Könnte sein, könnte nicht sein. Yeah, please, Kathy. Says they'll serve them. They serve them. Es heißt, sie werden ihnen dienen. Okay, that would refer to captivity. Also das würde sich jetzt auf Gefangenschaft beziehen. Okay, do we know how long they are strangers? Wissen wir, wie lange dass sie Fremde sind? Is it? You give me the answer. They first went into Egypt. They went in with because of Joseph.
And so at the beginning, they had things pretty good because Joseph was had authority in the country, and he had the ability to see that they had good homes and food and everything. So this is not subject of tonight, but Also das ist nicht Thema von heute Abend. how long do we think were they in Egypt? Aber wie lange denken wir, dass sie in Ägypten waren? And what does this Bible verse say? Und was sagt uns dieser Bibelvers? They were only in Egypt for around 200 years. Over 200 years? Around 200 years? Sie waren in Ägypten für etwa 200 Jahre. So what do you do with this verse that they were 400 years? Was tust du captivity. dann machen mit diesem Vers, wo es sagt, dass sie dass sie 400 Jahre in Gefangenschaft waren? You have that verse in your mind? Hast du diesen Vers in deinen Gedanken? This verse is the one where they come out in the 4th generation. Is that so? In diesem Vers, wo sie aus der 4. Generation herauskommen. And there's another verse where it says it's 400 years. Und es gibt ein anderer Vers noch, wo es sagt 400 Jahre. So why are you saying 200 years? Wieso sagst du 200 Jahre? Seems like I can't remember exactly, but never mind. No, I agree with you. I just want to know why. Also ich stimme mit dir überein, aber ich möchte wissen, wieso. Something about the generations doesn't line up. The timing doesn't line up that it would be 400 years. There's 4 generations, but they're not all 100 years long. Es gibt 4 Generationen, aber es sind nicht alle 4 Generationen 100 Jahre lang. Okay, Roland? Yes, it talks about also 400 years, Exodus 12:40. Es spricht nochmal über 400 Jahre in 2. Mose 11. 12. 12. 40, 41. 2. Mose 12, 14. 40, So in Exodus 41. Exodus 12, 40, 41, we see the 400 years referenced. Also in 2. Mose 14, Vers 31 sehen wir 40 und 41. 40 und 41 sehen wir die Referenz. Kathy, do you know why Catherine says there are only about 200 years in Egypt? I think it has something to do with 215 and 215. Ich glaube, es hat irgendetwas zu tun mit Yes, but I don't 215 und remember all the 215. As I said, it's not the study of tonight. Okay. Also, wie ich gesagt habe, es ist nicht das Studium von heute Abend, But from this point when they leave Egypt, aber von diesem Punkt, wo sie Ägypten verlassen, there are 2 time prophecies. dann gibt es 2 Zeitprophezeiungen And one says und eine sagt, that it's 430 years, dass es 430 Jahre sind and the other says 400 years. und die andere sagt 400 Jahre. And if you divide this one here, Und wenn du diese hier the halbierst, 431, you have Oder 215 years here, abziehst von diesem hier, hast du 215 215 years here, 215 Jahre hier and then another 215 years here. und hier nochmal 215. And it was only this time here that they were in Egypt. Und es war nur diese Zeit hier, als sie in Ägypten waren. This is actually when Abraham is wandering through the wilderness. Das ist eigentlich, wo Abraham durch die Wüste gegangen ist And he's looking for Canaan. That's Und- that study. und für einen was geschaut hat? Nach Kanaan. Nach Kanaan gegangen ist. Okay, so they're in Egypt. Also sie sind in Ägypten. The prophecy says they should come out. Die Prophetie sagt, sie sollen herauskommen. And when they come out, Und wenn sie herauskommen, where do they go? wo gehen sie hin? From Egypt, they go where? Von Ägypten aus, wo gehen sie hin? The wilderness, yes, but In- why are they coming out of Egypt? In die Wüste. Aber wieso kommen sie aus Ägypten heraus? Where are they going? Wo gehen sie hin? They're going to Canaan. Sie gehen zu Kanaan. So I'll say, I'll call it differently. Ich nenne das jetzt anders.
I call it the promised land. Ich nenne es jetzt das verheißene Land. So they leave Egypt Also sie verlassen Ägypten and they're heading towards the promised und land. sie gehen Richtung verheißenes Land. And when they go and leave Egypt, what happens with Egypt? Und wenn sie gehen und Ägypten verlassen, was passiert dann mit Ägypten? Jim, in the verse, Genesis 15 verses 13 to 16, what happens with Egypt? Im 2. Mose 14, was passiert mit Ägypten? Like they're getting judged. Yes. Sie So- werden gerichtet, ja. When God's people leave Egypt Also wenn Gottes Volk Ägypten verlässt and they go to the promised land, und sie gehen zum verheißenen Land, this nation, Egypt, is Then- being judged. dann wird diese Nation hier Ägypten gerichtet. Okay, I hope we can keep that in mind. Ich hoffe, dass wir das in uns daran erinnern können. And now let's look a little bit at this promised land. Wir schauen uns jetzt das verheißene Land ein bisschen an. How is this described in the Bible? Wie Bible. wird das in der Bibel beschrieben? How is this promised land described? Wie wird dieses verheißene Land beschrieben? Kathy? I'm sorry. Milk and honey. Milk and honey. Milch und Honig. So it's a land of milk Also es ist ein Land von Honig und Milch. honey. So Ellen? You were going to say the same? Roland? Same? Does anyone have a different attribute? Hat irgendjemand noch eine andere Meinung? A good land? Ein fruchtbares Land? Fruitful? Yes. Fruchtbar? Why do we call it a glorious land? Wieso nennen wir es denn das herrliche Land? Does anyone know why we call it the glorious land? Weiß irgendjemand, wieso wir es das herrliche Land nennen? Yeah? Kann ich auch von der Sprache her das Wort, das es heißt Land im Norden What oder Land der Zierde, Von- Unterschiede? the language, was there a name that is like a Zierde oder? Ja, Land der Zierde. Im Hebräischen her wurde das so eigentlich wiedergegeben. Und es war ja von Ägypten aus im Norden. It was from Egypt. It was in the north. I'm not sure about that one. I would have to look this one up. Ich bin mir da nicht sicher. Ich müsste das nachschauen. Because from Egypt, yes, it's north. Denn von Ägypten her, ja, es ist im Norden. One expression I would like to look at is in Ezekiel 20:15. Also How does eine Ezekiel call this land? Ausdrucksweise würde ich gerne in Hesekiel nachschauen. Ezekiel 20, verse 15. Hesekiel 20, Vers 15. Jim, would you read this one, please? Ezekiel 20, verse 15. Hesekiel 20, Vers 15. And there we find a few characteristics which we already have noted. Und da finden wir ein paar Eigenschaften, die wir schon markiert haben. And we find another one there. Und dort finden wir noch eine weitere. Ezekiel 20, verse 15. Okay. Ezekiel 20, Vers 15. Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. So we already had the characteristics milk and honey. Also wir hatten schon die Eigenschaften Milch und Honig. And what is another characteristic Ezekiel gives us, Brother Jim? Und was ist noch eine andere Eigenschaft, die uns The glory Hesekiel of all gibt? lands. It's the glory of all lands. Es ist eine Zierde vor allen Ländern. What does that mean, Catherine?
Was bedeutet das, Catherine? It's better than any other. Es ist besser denn jedes andere Land. So this land Also dieses Land is better than all other lands. ist besser als alle anderen Länder. Isn't that nationalistic? Ist das nicht nationalistisch? So this is a glorious land. Also das ist das heilige Land. Herrliche Land. Herrliche Land. It's better than all other countries. Es ist besser als alle anderen Länder. Why? Wieso? Why is it better than all other countries? Wieso ist es besser als alle anderen Länder? Because God led him there, and God's going to be with him there. Okay. Weil Gott mit ihnen dort sein wird. God led them to the promised land. Gott hat sie zum herrlichen Land hingeführt. But didn't God also lead them to Egypt? Hat er Back sie to aber Joseph? nicht auch nach Ägypten geführt? And wasn't he also with them there and blessed them there? Und war er nicht auch mit ihnen dort und er hat sie dort gesegnet? It's going to be part of their government. So interesting. Also, can you repeat? Oder? You repeat so God she can translate. in the promised land, God is going to be part of their government. Im verheißenen Land wird Gott ein Teil ihrer Regierung sein. Thank you. Danke. Has anyone else an idea why this country Hat irgendjemand noch eine Idee, wieso dieses Land is better than all the other countries? besser ist als alle anderen Länder? Brother Roland? God prepared to live out your faith without persecution. Ein Land, wo du leben kannst mit deinem Glauben ohne Verfolgung. Thank you. It's a blessed country for Es God. ist ein gesegnetes Land. Jim, Jim, what do you think? But he said, God blessed that nation. also eigentlich alles, was die anderen gesagt haben, Gott hat diese Nation gesegnet. No. Land of freedom. Land of freedom? Ein Land der Freiheit. Freedom of what? Freiheit von was? Personal rights? Persönlichen Rechten. Okay. Mama, do you have an idea? Mama, hast du eine Idee? Sarah? Ja? Da gibt es einen Paralleltext noch in Ezekiel, auch in Kapitel 20. Es Und gibt da noch steht das nochmal. Okay, there is a parallel text in Als ich- Ezekiel 20. Als ich ihnen schwor, sie Which aus verse? dem Vers 6, Kapitel Verse 20. 6. Chapter 6, chapter 20, verse 6. Ja, als ich sie schwor, aus dem Land Ägypten auszuführen in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, in dem Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist. So in English it's glory. It's glory. Yes, okay, Zierde. Und es gibt noch andere Texte, wo in diesem Land das Wort Zierde benutzt wird und Israel damit gemeint ist. Ich finde sie leider nicht. The question was, why is this country so glorious? Why is it better than any other country? Die Frage war, wieso ist dieses Land viel herrlicher und besser als alle anderen Länder? And my question is, what do you think about this? Why is it better than any other Und country? meine Frage ist, wieso ist dieses Land besser als alle anderen? Mama? Ach so, du sprichst noch mit mir. Das weiß ich nicht. Ganz Okay. ehrlich. I don't know. Habe ich jetzt keine. Sarah? Said already? And Papa? Die Frage für mich kommt auf, Why is the USA in the beginning better land than Europe? wieso ist am Anfang die USA das bessere Land als Europa? We say, and I believe this is the Constitution, and the Constitution gave them freedom. So I come back to freedom. Also die Konstitution gab ihnen Freiheit und ich komme jetzt zurück zur Freiheit. Well, God especially chose that land for them, Gott hat dieses Land speziell für chosen sie blessed it, or ausgewählt und es gesegnet. Thank you.
Yeah. I know that's not the answer you're looking for. No, I want that everyone kind of speaks their mind before we move on. Also ich möchte, dass jeder seine Gedanken sagt, bevor dass wir weitergehen. Catherine? You haven't said anything yet. Du hast noch nichts gesagt? You can just say that you agree with everyone else. Yeah. Yeah, that's good. Dalia? I agree. You agree? And you? I agree also. Okay, I agree with you guys too. You had good thoughts. I especially liked what Sister Suellen and Brother Roland said. Also ich habe ganz im Spezifischen gemocht, was Suellen und Roland gesagt haben. And you others were also referring to it. Und ja, anderen habt euch darauf auch bezogen. I think if you boil it down to why this country is so glorious, so special and unique, Wenn ihr euch dann fragt, wieso dieses Land so speziell und so einzigartig ist und so gut, just let me see if I find a Bible verse real quick. ich schaue schnell nach einem Bibelvers. Let's read Exodus 5, verse 1. Lasst uns 2. Mose 5, Vers 1 lesen. Catherine, will you read that? Exodus 5, verse 1. 2. Mose 5, Vers 1. Exodus 5, verse 1. 2. Mose 5, Vers 1. Went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. So, Catherine, why did Moses and Aaron want the people to leave Egypt? Wieso wollten denn jetzt Mose und Aaron, dass die Menschen oder das Volk Ägypten verlässt? Feast. Hold a feast? Um ein Fest zu halten. And what do you do when you have a feast? Und was machst du, wenn du ein Fest hältst? Worship God. So it's worshiping God. Also du tust Gott anbeten. It's not about a birthday party for Moses or Es ist something. nicht eine Geburtstagsparty für Mose oder so. So, what is the purpose of going into this land? Was ist der Grund, um in dieses Land zu gehen? To worship God? Gott anzubeten? How? Wie? What couldn't they do Was konnten sie nicht tun in Egypt? in Ägypten? Freely? Freely. Sie konnten nicht frei sein. So they worship here God freely. Also sie tun dort Gott frei anbeten. Were they able to do that in Egypt? War es ihnen möglich, das in Ägypten zu tun? No. Nein. And this is what makes this promised land so unique to Und God's people. das macht dieses verheißene Land so einzigartig für Gottes Volk. Is the promised land for another person also so glorious? Ist das verheißene Land für eine andere Person auch so herrlich? Why? Ja, wieso? Ah nein. Can see the benefit. Wenn sie nicht Gott anbeten, dann hätten sie die Vorteile nicht gesehen, Because they don't care about this God. weil sie sich nicht um diesen Gott kümmern. They serve a different God. Sie tun einen anderen Gott So anbeten. this country is especially unique to God's people. Also dieses Land ist speziell einzigartig für Gottes Volk. For them it's better than any other God Für sie ist es besser als jeden anderen Gott, because here they can worship freely. denn hier können sie frei anbeten. And here there's no worship. Und hier gibt es keine Anbetung. So, Sister Kathy, to get to this promised land, what do they have to do? Um zu diesem herrlichen Land zu kommen, was müssen sie tun? Go through the wilderness. They have to go through the Sie wilderness. müssen durch die Wüste gehen. So I'll do a W here. That's the wilderness. Das ist die Wüste. And what happened in the wilderness? Und was passiert in der Wüste? So Ellen, what happens in the wilderness? Was passiert in der Wüste? They rebelled. They rebelled. Sie haben rebelliert. Let me see. But there's more.
There's more? Aber es Yeah, gibt they mehr. got the voice of God, they get the commandments. Sie haben die Stimme Gottes gehört, sie haben die 10 Gebote erhalten. Yes, I don't want to get too deep into the details. I want to keep the themes. I want to focus on the themes. Ich möchte nur nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern uns auf das Thema fokussieren. So we see here they're in Egypt. Also wir sehen hier, sie sind in Ägypten. They're captives in Egypt. Sie sind Gefangene in Ägypten. They can't worship. Sie können nicht anbeten. God wants to bring them out and bring them into a land Gott möchte sie herausführen und in ein Land bringen, where they can worship Him freely. wo sie ihn frei anbeten können. When they leave Egypt, Und wenn sie Ägypten verlassen, what happens to Egypt, was Catherine? passiert dann mit Ägypten? Said it in the beginning. Du hast es am Anfang gesagt. Brother Roland? Roland? Egypt is being judged. Ägypten wird gerichtet. When they leave, Wenn sie verlassen, Egypt is judged. dann wird Ägypten They go through a gerichtet. wilderness, Sie gehen durch eine Wüste and there we find und So, dort what do we finden find there? wir rebellion. eine Rebellion. Pretty much all the time they rebelled Fast die ganze Zeit haben sie Rebellion gemacht. till God said what? Und bis Gott was gesagt They hat. were at the borders of this promised land, and what did God say? Sie waren an den Grenzen dieses verheißenen Landes. Und was hat Gott gesagt? The people said, Das Volk hat gesagt, Sarah, what happened? I couldn't hear you. I said that also God said you won't enter, although the people Ah. said, now you're saying the peoples also said, no, we cannot. Okay, let me see. Okay, let's read Numbers 14, verses 6 to 9. lasst uns 4. Mose 14, Vers 6 bis 9 lesen. Numbers 14, verses 6 to 9. 4. Mose 14, 6 bis 9. Sarah, do you have it in English? Will you read it for us? And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Another verse. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Okay, so they're wandering through the wilderness after they left Egypt. Also sie wandern durch die Wüste, nachdem dass sie Ägypten verlassen haben. Egypt is being judged, or Egypt- was judged. Ägypten wurde gerichtet. And now do God's people do they want to enter the glorious land? Und jetzt wollen denn Gottes Volk in das herrliche Land eingehen. No. Nein. Why? Wieso? Why is there rebellion? Wieso gibt es hier Rebellion? They're afraid. Sie haben Angst. Why are they afraid? Wieso haben sie Angst? Because there's giants and other people there that they don't think they can overcome. Come. Weil es andere Leute dort gibt, die sie denken, dass sie nicht besiegen können. So they rebel because Also sie rebellieren wegen, we write it down in red here. wir schreiben es hier in Rot hin, The rebellion takes place die Rebellion findet statt, because they are afraid. weil sie Angst haben. And what else? Und was auch noch? Kathy, what do you think? Well, the 12 spies went in, and the 2 gave a bad report. The 10 gave a bad report. Also 12 Spione sind ja reingegangen und 10 von ihnen haben eine schlechte Aussage gemacht oder Rapport. Well, and basically they were afraid. But I was Und looking at Eigentlich hatten sie auch Angst. it was all about comparing themselves to the people that they saw. Aber es ging vor allem darum, dass sie sich mit den Leuten, die sie gesehen haben, verglichen haben. They're bigger, they're stronger. They Sie have sind more. größer, sie sind stärker, sie haben mehr.
So they're afraid because they compare themselves. Also sie men. haben Angst, weil sie sich mit den anderen Menschen vergleichen and didn't trust God. und sie haben Gott nicht vertraut. No trust in God. Also kein Vertrauen in Gott. Brother Jim, why don't they enter? Wieso gehen sie dort nicht ein? Why do they rebel? Wieso machen sie Rebellion? I guess they didn't believe Caleb and Joshua. Ich denke, sie haben They Kaleb thought und they were Josua making nicht that up or something, I guess. geglaubt. They were making that up. Sie haben das einfach Or they were so. making up the report. What report? The one that said that they didn't see any. Did we read that? That That they didn't see any giants or anything like that. they saw giants, I think. I think Caleb also they saw thought- the but- giants. I think they thought that they could outmaneuver them or Defeat them. defeat them, yeah. Yeah. So again, it comes back to the point of faith. Being afraid. Mm-hmm. Also es kommt wieder eigentlich zum Punkt zurück, dass sie Angst haben. One question. Yep. Mom. Maybe they could not trust in God and was afraid because they had a wrong education. Vielleicht hatten sie Furcht und hatten kein Vertrauen in Gott, weil sie eine falsche Erziehung hatten. Wrong. The years, the years in Egypt, Die there was not possibility to have a relationship to God because they could not worship because they had no experience, and so they were so. They had another mindset. in, Only the heathen experience or the heathen, and then the work. There were slaves and all these things. There was not really a guide in to have to learn to trust in God. And ich sollte auch noch übersetzen. sorry. Also sie hat gesagt, dass die Leute, die in Ägypten aufgewachsen sind, die hatten vielleicht nicht so diese Erfahrung oder dass man mit Gott gehen kann und so ihm vertrauen kann. And then the heathen people who comes with the people, always when it was a little bit test or a test, these people began to how can I say this? To rebel openly. Yes, the rebellion began from these people, and it was not possible really to have trust in God. So they was not, how can I say, there was not, God could not use them Also There's Gott no kann, trust in God. because of no trust, and they won't not learn, maybe. Sister Kathy? Well, this is at the beginning before they went into the 38 years. This is just at the 2 Also years. das ist am Anfang der 38 Jahre. So they actually prophesied that because of their lack of faith in God, that they would to God we would die in the wilderness than to Also- go into the promised land. And so Eigentlich they wurde es- wandered and did not go in Schon vorausgesagt, dass sie to the next generation. dann nicht genug Vertrauen hätten und dann nicht in die nächste Except Generation Joshua and Caleb. So that was the consequence. reingehen werden. Also das war die Konsequenz. Swellen? Well, it just reminded me of what Ellen White told us, said a lot about forgetting the way God had led them. Es in the hat past. mich gerade daran erinnert, dass Ellen White geschrieben hat, dass sie vergessen haben, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt haben. So forgetting the past. Also sie haben die Vergangenheit vergessen. Okay. Brother Roland, Roland, do you think the Israelites denkst du, dass die Israeliten
got the proof that the promised land was as they expected it to be. den Beweis dafür bekommen haben, dass das verheißene Land so sein wird, wie sie es erwartet haben. Nee, ich denke nicht. No, I don't think so. You don't think so? Again, please. Okay, when the 12 spies come back, Yes. Also, what? when the 12 spies came back, Als die 12 Spione zurückgekommen sind, what did they bring with them? was haben sie mit ihnen gebracht? Eine Botschaft. Yes. They Yes. brought fruits, yeah? Also Yes, sie yes. haben Früchte zurückgebracht. And what did the people think? Und was haben die Leute gedacht? Awesome land, Yes. Oh wow, so ein gutes Land. easy gardening, Ganz einfach Gartenarbeit. easy harvesting, Ganz einfache Ernte. just as God promised, right? Einfach so, wie Gott es verheißen hat. So was the promised land as they expected it? Also war das verheißene Land so, wie sie es erwartet haben? Yes. No? Yes. It was, wasn't it? Ja, es war. So where was the problem, Also Catherine? wo war dann das Problem? What was the problem in the story? Was war das Problem in dieser Geschichte? When the spies came back, Als die told them otherwise. That, Spio that What did they was tell them difficult. otherwise? it was difficult. Why was it difficult? Sie sind zurückgekommen und haben gesagt, dass es schwierig war. Because of all the people that live there and all the work involved in taking over the land. That I like that the work which is involved of taking over that land. Diese Arbeit, die darin mit verbunden ist, dass man dieses Land einnehmen kann. Brother Roland? Roland? Jede Verheißung geht auf Bedingungen zurück. Every promise is going back to condition. So, die Bedingung wäre, die Länder einzunehmen. And the condition would be that you have to take over the countries. So, und davor ist man zurückgeschreckt. And for that they went a step back. Okay, thank you. To summarize the point, Also um diesen Punkt jetzt zusammenzufassen, they're in Egypt. sie sind in Ägypten God promised them a land, und Gott verheißt ihnen ein Land. and He promised them that they will have an awesome life there. Und er verheißt ihnen, dass sie dort ein gutes Leben haben werden. Milk and honey, it's a good land. Milch und Honig, es ist ein gutes Land. It's the best land. Es ist das beste Land. They come to the borders of that land, Sie kommen zu den Grenzen dieses Landes. and when the 12 spies come back, Und als diese 12 Spione they zurückkamen, bring evidence that this is the best land for them. bringen sie sogar einen Beweis mit, dass es das beste Land für sie ist. The promised land is just as they expected it to be. Das verheißene Land ist genauso, wie sie es erwartet haben. The problem here Das Problem aber is though the way of obtaining that land. ist die Art und Weise, wie sie das Land bekommen. The way to get there was the difficulty. Das Land, die Art und Weise, wie man dorthin kommt, war die Schwierigkeit. And that they didn't expect. Und das hatten sie nicht erwartet. And it took them off guard. Und es hat sie From the rebellion, es hat sie aufgehört. es hat sie überraschend getroffen. Es hat sie überraschend getroffen. And the consequence of the rebellion was that they took another 38 years. Und die Konsequenz davon war, von der Rebellion war, dass sie nochmal 38 Jahre hatten. And a new generation. Und eine neue Generation. To obtain that promised land. Um dieses Land zu erhalten. So, did that come across clearly, this little detail? Hat dieses wichtige kleine Detail was ausgemacht? That the promised land is as suspected? Dass das verheißene Land so ist, wie sie es erwartet haben? Just the way to obtain it was the difficulty. Nur die Art und Weise schon, wie sie es erhalten können, war die Schwierigkeit. Another question, and we're soon coming to a close. Eine andere Frage noch, und wir kommen bald zum Ende. Did this, once they got into this promised land, also wo sie jetzt dann in das herrliche Land gekommen sind, was this promised land a success? War dieses verheißene Land Erfolg? Did it work out? Hat es funktioniert?
in order to know if this is a success or a failure, Um zu wissen, ob das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg ist, what do we first need to know? was müssen wir zuerst wissen? In order to say something went well or it didn't go well, what do we need to know? Um zu wissen, ob etwas gut verlief oder schlecht, muss man was wissen? Wie es Okay. endet? Something ended, Okay, etwas ist beendet. and we want to judge the situation now and said this went really well or this didn't go well. Und wir möchten jetzt die Situation richten und sagen, okay, das ging sehr gut oder nicht gut. How can we make that judgment? Wie können wir dieses Gericht machen? By the events? Mit den Ereignissen? Uh-huh. Zum Beispiel der Tempel wurde zerstört. Would you say that this promised land was a success or a failure? Würdest du sagen, dass das herrliche Land At the end, a failure. ein Erfolg oder ein Misserfolg war? Ein Thank you. Misserfolg? Sarah? Danke. Yeah, you need to, in order to that you are able to judge, you need to know how it should look like. Dass Yes. du weißt, wie du what is the richten goal? musst du wissen, wie es aussehen sollte. So before you can say at the end, this is success or failure, Also bevor dass du am Ende sagen kannst, ob es richtig oder also ein Erfolg war oder ein Misserfolg, we would have to know what is the criteria for it to be a success. müssen wir wissen, was das Kriterium ist, um zu wissen, dass es ein Erfolg ist. Does this make sense with my English? Macht das Sinn? So what was the purpose for this land with God? Was war dann der Grund mit diesem Land für Gott? Kathy, what did God want with this land? Was wollte Gott mit diesem Land? To create a nation that would be a light to the Gentiles. Er wollte eine Nation kreieren, die ein Licht für die Heiden ist. So let's put that also down. Lass es uns hier hinschreiben. So a light Also ein Licht for für the Gentiles. die Heiden. Anything else? So Ellen, do you have an idea? Noch etwas anderes? Jolene, hast du eine Idee? What did God want with his people in this land Was wollte Gott mit seinen Leuten in diesem Land? besides free worship? Neben der freien Anbetung. Kathy already said it's a light for it was supposed to be a light for the Gentiles. Kathy hat schon gesagt, es sollte ein Licht für die Heiden sein. Anything else? you Noch would like etwas to add? anderes. Then for the prosperity. Did they want equality in there? Equality? Wollten sie Gleichheit? Not sure. I Ich would bin have mir to think nicht about this. sicher. Wanted to be oh, what's that called? You know, like a witness to their neighbors. A witness to their neighbors. It's a light for the Gentiles. Ein So then Vorbild they'd für have die to Heiden. live that way too. Also They sie had to live mussten that way. auch so leben. That's true. Das ist wahr. Okay. Think about it a bit more, Papa. Yeah, Abraham got a promise of God that his heirs shall be like the stars in heaven. So this must be a land for prosperity for them. Also that Abraham they can bekam eine multiply. Verheißung, dass seine Kinder so viele wie die Sterne sein werden. So this is their home. Also das ist ihr They were Zuhause. supposed to live there. Sie sollten dort leben. And when you have a home, do you leave that home? Und wenn du ein Zuhause hast, verlässt du dieses Zuhause. Home is home. Home is home. You stay there. Zuhause ist Zuhause, du bleibst dort. Kathy, was that a hand beforehand? Or was it my mom? I think it was. Sorry. Maybe he wants to show them how can government works. Vielleicht wollte er ihnen zeigen, wie die Regierung funktioniert. God and man under a good, true Gott und relationship Mensch. to God. Yes. He want to show other people around them. So this is also, I think, under the point a light for the Gentiles. Also ich denke, geht auch unter dem Punkt ein Licht für die Heiden. And I'll take this one down here. It's about worship. Und ich nehme das hier noch runter, es geht um Anbetung.
to worship God. Gott anzubeten. It was God's purpose with his people in the promised land. Das war Gottes Grund für Gottes Volk in diesem Land. Have a home where you can live, Habe ein Zuhause, wo du leben kannst, where you can freely worship me, wo du mich frei anbeten kannst and where you can be a light for the Gentiles who come through. und wo du ein Licht für die Heiden sein kannst, die durchgehen. So now we have a criteria Also jetzt haben wir ein Kriterium, where at the end of this promised land we can check now if it was a failure or a success. wo wir am Ende der Reformlinie sehen können, ob es ein Misserfolg oder ein Erfolg ist. Let's read a last Bible verse. Lasst uns noch einen letzten Bibelvers lesen. Sister Kathy, if you would read that one. It's Deuteronomy 31, Es ist 5. Mose 31, verse 16 and 21. Vers 16 und 21. Deuteronomy 31, 5. Mose 31, 16 to 21. Vers 16 bis 21. So interesting for me is Also interessant für mich ist, Moses gives her a prediction. dass Mose hier eine Vorhersage gibt. He gives a prediction about the glorious land Er gibt eine Vorhersage über das herrliche Land and how it will end und wie es aufhören wird, before they even entered. bevor sie auch bevor dass sie überhaupt ins Land reingekommen sind. So Deuteronomy 31, 16 to 21. Also 5. Mose 31, 16 bis 21. Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant which I have made with them. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, Are not these evils come upon us, because our God is not among us? And I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought, in that they are turned unto other gods. Now therefore write me this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, then will they turn unto other gods and serve them, and provoke me and break my covenant. Thank you. Danke. So Brother Jim, Also Bruder Jim, we have here our criteria. wir haben hier unsere Kriterien. Did the Israelites, the Jewish nation, Hatten die Israeliten, die jüdische Nation, did they always worship God? haben sie immer Gott angebetet. What did we just read? Was haben wir gerade gelesen? Turned on to other gods. They went to worship other gods. Sie haben andere Götter angebetet. So is this a failure or success? Also ist das jetzt ein Failure. Erfolg oder ein Misserfolg? It's a failure. Es ist ein Misserfolg. Were they a light for the Gentiles? Waren sie ein Licht für die Heiden? No. How did you Nein. know that? Wie wissen wir das? They kept the Gentiles away from them. Yes, they built up a wall between the Right. Gentiles and themselves. Weil sie eine Mauer zwischen sich selber und den Heiden aufgebaut So haben. is this success or failure? Also ist das It's also failure. ein Erfolg oder ein Misserfolg? And was that always their home? War das immer ihr Zuhause? Did they get to stay in the promised land? Konnten sie im Babylon. They went to Babylon. verheißenen Land bleiben? Nein, sie gingen nach Babylon. And what happened 70 after Christ? Und was ist 70 nach Christus passiert? Temple was destroyed. And the temple and Der Tempel wurde zerstört und 70 AD. If you remember, the Romans came. 70 well, the nach Romans Christus, die captured Römer kamen. Israel. Yes, and what happened to the city? Sie It haben was Jerusalem. Yes, It Jerusalem was, it was destroyed. it was destroyed. besetzt und es wurde zerstört. So their home was what?
Also ihr Zuhause Their war home was was? no longer there. It was no longer their Ihr home. Zuhause war nicht mehr ihr So Zuhause. it's success or failure. Also ist es nun ein It's also Erfolg failure. oder ein Misserfolg? And Ein therefore, Misserfolg. Und somit we can come to this conclusion können wir zu dieser Schlussfolgerung kommen, that God had a project. dass Gott ein Projekt hatte. He wanted to give this promised land to his people, Er wollte dieses verheißene Land seinem Volk geben and he wanted it to be success. und er wollte auch natürlich, dass es Erfolg hat. But at the very end, Aber ganz am Ende this project failed. ist dieses Projekt fehlgegangen. So when a project fails, Also wenn ein Projekt fehlgeht oder ein Misserfolg ist, what do we tend to do, Catherine? was neigen wir dazu tun? Start over. We start over again. Wir fangen einfach nochmal an. So, and what did God do? Und was hat Gott gemacht? Did he start over again with another promised land? Hat er nochmal mit einem verheißenen Land angefangen? Dahlia, Dalia, is there another promised land? gibt es nochmal ein verheißenes Did Land? God start a new project? Hat Gott ein neues Projekt angefangen? A land which he wanted to give his people? Ein Land, das er seinem Volk geben wollte? Yes, it was America. Es war Amerika. And that project, did that work out? Und dieses Projekt, hat das funktioniert? Asking the Americans. Ich frage jetzt die Amerikaner. So Ellen, did that project work out? Hat dieses Projekt funktioniert? It looked like it for a while, but I think not now. Ich denke, es hat am Anfang gut ausgesehen, aber ich denke, jetzt funktioniert das guess nicht no. mehr. At the moment, Nein. it looks really bad. Also nein. And we'll speak about that on Thursday. Und wir werden darüber am Donnerstag sprechen. But just think about it. Aber denkt einfach darüber nach. Before I go to this last thought, Bevor ich zum letzten Gedanken gehe, in the Midnight Cry message, there In was a pattern. in der Mitternachtsbotschaft gab es ein Muster. It was failure. Es war Misserfolg, If you all remember, it's failure. Misserfolg, The next step is what? Failure. Misserfolg And the last one? Success. und wieder Erfolg. These are 3 steps, Das sind die 3 Schritte 3 tries, let's say it that way. oder 3 Versuche, lass es uns so sagen. The first one is failure, Das erste ist Misserfolg, Israel. Israel. The second one, America, Das zweite, Amerika, will be a failure. wird ein Misserfolg sein. Therefore, there needs to be what? Und somit muss es ein A third try, which is Ein- then success. dritter Versuch geben und das wird dann ein Erfolg sein. A third promised land. Ein drittes verheißenes Land. And this is also the time period we live in. Und das ist auch die Zeitperiode, wo wir leben. But what happens when God brings his people into the promised land? Aber was passiert, wenn Gott seinem Volk in das verheißene Land bringt? What happens to the nation they're in? Was passiert zu der Nation, wo sie sich befinden? It will be judged. Sie wird gerichtet. Okay, with this, we close. Mit dem machen wir jetzt ein Ende. And on Thursday, we'll continue. Und am Donnerstag werden wir weitermachen. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, we thank you for this day, wir danken dir für diesen Tag that we're able to come here and study your word. und dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren. But thank you that you teach us from the past Danke, dass du uns von der Vergangenheit lehrst, what your purpose was for the glorious land. was dein Grund war für das herrliche Land. That we see how a second attempt with America is failing, Dass ein zweiter Versuch mit Amerika auch ein Misserfolg war, but how we can be ensured aber wie wir uns auch so sicher sein können, that the promised land we're looking forward to dass das verheißene Land, wo wir vorwärts schauen, will be complete success. ein totaler Erfolg sein wird. We ask you to be part of that number Wir beten, dass du ein Teil dieser Nummer sein wirst, and that we might help with the work you are wanting to do. dass wir dir helfen können bei dem Werk, das du möchtest, dass wir tun. In Jesus' name we thank you. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Amen.